Was, welche Biomarker werden getestet? Das ist dein Test, Welcher Test? den du in der Hand hast. Ach so. Okay. Ja, das weiß ich doch nicht. Ja, hallo Freunde des gepflegten Leistungssports. Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Ich weiß, es hat jetzt extrem lange gedauert, bis wir ein neues Video machen konnten. Das hatte verschiedene Gründe, aber ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Heute mal im Vlog-Style. Aus dem einfachen Grund, mein Kameramann ist extrem busy und deswegen muss ich jetzt ran. Was machen wir heute? Ich fahre jetzt nach Mannheim ins Venice Beach Farlach. Dort treffe ich meine zwei Experten, weil heute steht auf dem Plan Behandlung mit dem Fat Tool. Und danach trainiere ich selber noch ein bisschen, in der Hoffnung, Daniel wird eventuell mal die Kamera halten für mich. Und ja, da könnt ihr mich ein bisschen beobachten beim Trainieren. Und danach werde ich noch das hier erklären. Genau. Deswegen seid gespannt und bis gleich. So, angekommen in Venice Beach. Bin auch nur 5 Minuten zu spät, aber die Jungs sind es gewöhnt. Packe ich jetzt meine Sachen und dann können wir eigentlich anfangen. Gucken, wo die zwei Jungs sich rumtreiben. Da ist jetzt schon mal eine. Gut, auf Klopfen reagieren sie nicht. Ah, doch. Wollt ihr gleich jetzt mal am Anfang sagen, oder du Daniel, was du eigentlich heute vorhast mit mir? Jetzt halt die Frage, willst du trainieren oder willst du Werte besprechen? Beides? Um 13:30 Uhr kommt The Next Fellow. Ja, wir können das auch so machen, wir trainieren erstmal, weil das ist glaube ich auch wichtiger und dann suche ich mir hier einen Platz und dann gehe ich das einfach mal selber durch. So, Trainingsstätte. Wie heißt das Gerät? Das ist ein Superband. Okay, ich habe das Befestigt an einem Kabelzug von Cybex. Genau, ich habe Kabelzug gemeint. Wir machen jetzt eine Erwärmung. Wir wärmen jetzt deinen Schultergürtel auf. Ja. Und danach? Achso, danach trainierst du Schulterpresse, 753 Wave Loading. So, wir sind jetzt, beziehungsweise Max ist in der letzten Welle angekommen von seinem Hypertrophy Wave Loading System. Also Max macht 7 Wiederholungen, 5 Wiederholungen, 3 Wiederholungen, 7, 5, 3. Das heißt, im Schnitt hat er ungefähr, oder hat er ziemlich genau 5 Wiederholungen. Also er bewegt jetzt in einem Bereich funktionelle Hypertrophie. Sprich, Max baut jetzt ein paar Muskeln auf, aber Muskeln, die er trotzdem verwenden kann. Das heißt, Ziel ist es auch quasi von Welle zu Welle sich zu steigern. Also mit diesem System wollen wir quasi die Kraft vom zentralen Nervensystem potenzieren. Das heißt, dass er von Welle zu Welle stärker wird und dass er eben die Muskeln oder da auch mit gescheit Muskeln und Kraft aufbauen kann.
Schulter nach vorne ein bisschen. Oh. Okay. Langsam, langsam. Okay, Pause. Damit sind wir jetzt mit Hauptteil. dem Hauptteil am Ende. Kraftdrücken eigentlich, so an sich, aber mehr auf die Funktionelle Hypertrophie. Auf die funktionelle Hypertrophie ist für mich als Gewichtheber erstmal eine kleine Umstellung. Also gerade dass es halt mehr ums Ablassen geht, sage ich mal, als ums Rausdrücken. Ja. Das sind jetzt für mich die... Genau, es ist ein bisschen anstrengender. Aber es wirkt auf jeden Fall. Also ich habe jetzt so einen Punkt an meinem Oberarm, wie ich sonst nicht habe vom Kraftdrücken. Probiert's mal aus. Was machen wir jetzt? Außenrotation, Clustertraining. Wir machen jetzt Außenrotation, Clustertraining. Für die Kraft in der Rotatorenmanschette. Für die Kraft in der Rotatorenmanschette. Da fallen mir die Haare auf. Genau. Oben fallen sie aus und fix ein. So, Max hat mich gebeten, noch eine kleine Auswertung für ihn zu machen. Also, kurzes Arbeitszeugnis für Max Lang. Max hat sich sehr viel Mühe gegeben. Er ist wie immer stets bemüht, um im Training alles zu geben. Er möchte immer dazu lernen. Max ist einfach ein toller Typ und ich fühle mich geehrt, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Und ja, bis dahin. Hast du toll gemacht, Daniel. So. Wir sind jetzt fertig. Meinst du, ich krieg noch einen Eiweißshake? Natürlich. Natürlich! Eiweißshake! Yeah. Dein Bonbon. Mein Bonbon. Okay, das war soweit aus der Kraft-Area. Nächste Station, Büro von meinen 2 Experten. Also zurück im Büro meiner Experten und Expertinnen. Ich hatte vorhin im Auto schon erzählt, dass ich noch was zeigen möchte. Und zwar ist das ein Bluttest von Lycon. Und eigentlich wollte ich das auch eben machen, bis ich Punkt 1 allgemeine Hinweise gelesen habe und da steht, bevor du anfängst, führe den Test nur auf nüchternem Magen durch. Ich bin nicht nüchtern. Deswegen verschiebe ich das jetzt einfach auf zu Hause. Mache das morgen früh, wenn ich noch nichts gegessen habe. Aber nichtsdestotrotz können wir ja mal ganz kurz so debattieren, ob das sinnvoll ist, so einen Bluttest zu Hause zu machen oder ob ich doch lieber zum Arzt gehen sollte und was es mir eigentlich bringt und so weiter und so fort. Wir haben sowas auch, aber das ist dann mehr so Bestandteil der sportärztlichen Untersuchung in unseren Olympiastützpunkten und wir kriegen dann eigentlich nur gesagt, wenn irgendwas faul ist. Also uns wird nicht gesagt, ist mal mehr das oder ist mal mehr das. Das ist lediglich für die Ärzte und Ärztinnen quasi zur Kontrolle, dass wir auch gesund sind. Ja, jetzt die Frage für, ich sag mal, normale Fitnessathleten. Lohnt sich das? Man muss natürlich immer die Frage stellen, wo willst du hin? Max trainiert 10-mal die Woche beispielsweise, braucht also den absolut höchsten Level seiner körperlichen und geistigen Fitness. Das heißt, einfach mal so einen Ist-Stand rauszufinden, wie sind denn meine Entzündungsmarker, wie sind Aminosäuren im Körper aufgestellt, habe ich irgendwo Defizite, macht in der Sicht absolut Sinn. Danke, Tobi, nochmal für deinen Expertenrat. Gerne. Auch danke für an die Expertinnen, dass es alles so ruhig ablaufen konnte. Und ja, ich mache mich jetzt auf dem Heimweg und dann sehen wir uns quasi, also ihr seht es gleich, ich sehe euch morgen wieder vor der Kamera und dann ja, gehe ich mal das ganze Theater hier durch und nehme mir mal Blut ab. Ich bin schon gespannt. Also, bis dahin. Ja, hello again
Freunde des gepflegten Leistungssports. Wie gerade schon angekündigt, ist jetzt ein Tag vergangen. Ich bin nüchtern. Ich kann jetzt den Bluttest machen und habe nochmal alles so mir zurechtgelegt, wie das auch beschrieben wurde. Und ja, was habe ich denn? Ich habe hier ganz wichtig Pflaster. Ich habe diese Lanzetten, mit denen ich mein Blut abnehmen kann. Ich habe Alkoholtücher. Und ich habe diese Dinger, womit ich quasi das Blut aufnehme. Und ja, ich würde sagen, ich lege einfach mal los. Hände habe ich mir eben gewaschen. Oh, jetzt geht es schon Richtung Blut nehmen. Bin ich ja mal gespannt. Ich versuche mal noch ein bisschen Durchblutung anzukurbeln, damit es hier kein Trauerspiel wird. Erstmal ein Alkoholtupfer, mit dem ich meine Hand desinfiziere. Soll ja alles sauber abgehen hier. Jetzt warte ich noch mal kurz, wie beim Doktor, damit das wirkt. Ich frage mich halt nur, ob das weh tut, diese Lanzette. Aber ich werde es gleich merken. Oh. Lege entweder deinen Ringfinger oder deinen Mittelfinger auf eine feste Unterlage. Okay, alles klar. Das ist der Zeigefinger, ne? Okay. Schon mal der erste Fail. Aber wir haben ja genug Alkoholtücher da, deswegen. So, Mittelfinger, Ringfinger, wir nehmen den Mittelfinger. Aber auch ich bin nur ein Mensch. Ich kann mir schon mal zurechtlegen, was ich brauche. Ein Tuch, weil der erste Tropfen geht auf jeden Fall ins Tuch. Dann gehen wir jetzt zum Schritt Fingerkuppe pieken. Ja, jetzt wird's ernst. Das wird natürlich jetzt eine lustige Angelegenheit, weil... Doch, es kommt was. Es kommt tatsächlich was, guckt euch das an. So, dann lege ich mal los. Sauber. Da kann ich mir jetzt quasi meine Hand versiegeln, meinen Finger versiegeln. Zuallererst natürlich ein Pflaster drüber machen. Schade, also über ein paar Dinosaurier auf dem Pass hätte ich mich echt gefreut. Ihr habt, wenn ihr euch so ein Paket bestellt, gleich am Anfang so eine Codekarte und da ist hinten eine Online-ID drauf, mit der ihr euch, bevor ihr diesen Test macht, quasi einloggen müsst. Außerdem sind da solche Kleberasters drauf, die hier zum Beispiel mit draufkommen. Vielleicht stellt sie sich noch scharf. Hier. So, diese Blutentnahmestäbchen, ne, packe ich jetzt in diese Verpackung. Und dann ist noch so ein Umschlag dabei, in den ihr das einfach reinpackt. Und dann geht das nämlich ab, die Post. Es ist ganz wichtig, stand auch drin, dass die Proben quasi am selben Tag, wie der Test gemacht wurde, auch noch abgeschickt werden. Macht eigentlich auch Sinn, damit hier nichts anfängt zu gammeln in den Tüten. Et voilà. So einfach ist es. Ich denke, wenn man sich kurz eingelesen hat, ist der Prozess an sich mit der Blutabnahme gar nicht so zeitaufreibend. Die Broschüre ist auch sehr verständlich, wem das immer noch zu kompliziert ist. Die Jungs haben auf ihrer Homepage auch ein Video hochgeladen, wo alles nochmal erklärt wird, die einzelnen Schritte und so weiter und so fort. Ja, ich bin jetzt gespannt auf die Ergebnisse, die zurückkommen. Ich rechne mal mit 14 Tagen,
Das ist, glaube ich, völlig in Ordnung. Klar, wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr gerne liken. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann erzählt es keinen. Und ja, erzählt auf jeden Fall euren Großeltern, dass sie jetzt richtig geil mal Blut abnehmen können. Bei sich zu Hause, ohne Arztbesuch. Spart Zeit. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ihr euch hoffentlich auch. Bis bald. Euer Max.